Einen wunderschönen guten Tag. Entschuldigung, es ist sehr laut. Ich wollte sagen, willkommen zurück zu Disco Elysium. Ja, könnt ihr mich verstehen? Entschuldigung. Willkommen zurück zu Disco Elysium. Wir schauen mal, ob wir hier reinkommen. Vermutlich nicht, aber worth a shot. Auf einem Schildchen steht: im Streikfall Knopf hinter der Wache drücken. Guter Witz. Eine hermetisch verschlossene Tür. Sie ist elektronisch verriegelt. Die Tür lässt sich weder knacken noch eintreten. Ein Mann wie aus einem Guss. Du bist echt einzigartig, Schädelmesser. Du bist nicht so ein weicher, ein Schwächling wie die anderen Männer. Schädelmesser ist der Wahnsinn. Verstehe, Schädelmesser hat zu seinem Fanclub. Ach, wir haben 3 Hitpoints, was soll schiefgehen? Your body betrays your degeneracy. Okay, danke. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Don't say anything. Size him up first. Du sagst nichts und mustest ihn von Kopf bis Fuß. Wir mustern ihn mal schweigend von Kopf bis Fuß. So als würden wir uns nicht davon beeindrucken lassen. Are you admiring my morphophysiology? Unter seiner Haut bewegt sich ein Muskelstrang. Er lässt dich zusehen. It must be frightening to stand in the shadow of this racial pinnacle. Be calm, Sandwich. You are not in danger. Because you are not a threat to me. Wir könnten die Brust rausstrecken und weiter schweigen. Mein Körper kündet von Degeneriertheit? Was soll das heißen? Mein Körper kündet nicht von meiner Degeneriertheit. Mein Körper spielt keine Rolle. Ich bin bei der Polizei und wir müssen in den Hafen gelangen. Wir haben gerade keine Zeit für so etwas. Ich glaube nicht, dass das erste irgendwas bringt, aber gucken wir mal. What is this androgynous display of sexual maturity? Er sieht zu dir hinab und begutachtet deine Statur. Merely standing up makes you sweat profusely. Your breathing is erratic. Your own heartbeat in your ears grows frantic. And you feel your blood pressure rise. Tja, meine Ausdauer ist leider scheiße. Stop it! You are embarrassing yourself in front of this woman and your pedomorphic friend. This display of weakness may appeal to older women with a stronger maternal instinct, but it is a liability here on Battlefield Martinez. Jean-Luc, his body is betraying his degeneracy pretty hard. Maybe you can ask him to leave. Gut, mein Körper spielt keine Rolle. Ich bin bei der Polizei und wir müssen in den Hafen gelangen. That is precisely the negligence that has led you to succumb to Al-Ghul. Er verzieht angewidert das Gesicht, als rieche er eine tote Ratte. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. You cannot see it, but others can. It is making the woman in my company sick. Du lässt dir deinen Atem in die Nase steigen. Kim, ist es wirklich so schlimm? Sie haben recht, ich bin Alkoholiker. Und jetzt muss ich in den Hafen. Ich habe kein Problem mit Al-Ghul. Ich trinke nur am Wochenende. Ein bisschen. Ich gehe mit dem zweiten. Ist mir scheißegal, ob ich Alkoholiker bin. No, you don't. You need to get another drink.
Occidental Haplogroup B4 is done giving orders around here. The influence of the ham sandwich race is waning. Show him the ham still got it. Ehrlich gesagt glaube ich, dass das Schinken-Sandwich-Volk es noch drauf hat. Ich bin Polizist und Sie müssen meinen Anweisungen Folge leisten. Jetzt! Du machst einen Schritt auf ihn zu. Der Rassenkram spielt hier keine Rolle. Bitte helfen Sie mir einfach nur, meine Arbeit zu erledigen. Ich glaube, mit dem letzten kommen wir hier nicht weiter. Er ist schon auch einfach schon schwierig. Er wird mir total aufs Maul hauen, wenn ich das erste sage, aber hey, let's go for it. Willingly calling yourself a ham sandwich, how far the Occidental Haplogroup has fallen. You were once a noble and powerful race. You gave the world eugenics, electricity, and powerful weapons of war like missiles and aerostatic aircraft. You made great gains in metallurgy, race theory, and statecraft. You dominated lesser cultures, like the deformed Hemians and the inexplicably potato-obsessed Khoikos. But now your ascent to the genetic summit has halted. You are obsessed with sadness and with frivolous pop culture. You will be superseded. Isn't that right, babe? It is, baby, yeah. You know it. Ich meine, dass er irgendwo so drauf ist, verstehe ich ein Stück weit. Aber sie? Come on. There is a button right behind him, just out of reach. It must be the one that opens the door to the harbor. Du schiebst ihn zur Seite. Im Leben machen wir das nicht. Aber es ist kein Skillcheck. Der wird mir halt voll aufs Maul hauen, wenn ich ihn zur Seite schiebe. Kommen Sie schon, Sie müssen sich nur 20 cm bewegen. Sie haben mit allem recht. Und jetzt müssen Sie mich bloß den Hafen betreten lassen. Es wäre halt... Vielleicht können wir ihn ablenken und Kim drückt den Button, aber ich weiß nicht, ob Kim überhaupt Lust hat, den Knopf zu drücken. Wir schieben ihn mal zur Seite und lassen uns fett vermöbeln. That is right. You should leave the stage of history with dignity by inviting the other races to a great world war. Okay. Bring your troops to the Simonine Islands and to Boogie Street, and we will pulverize you. When you are gone, we will build a museum for you. The walls will be lined with bottles of Al Ghul, your beloved beverage. Inside, we will store the odes to homosexuality you call art, and your microcephalic skulls. Sie dienen der Gewerkschaft, oder? Sind die Gewerkschaftler nicht weiß? Oh, ja, finde ich spannend. Was sollen ihre Tätowierungen bedeuten? Konzeptbildung haben wir 72% Chance drauf. Du schließt dies einer fortgeschrittenen Rassentheorie an. Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben 17% Chance, ihm einen Schlag zu verpassen. Nein, wir sind total der Lauch. Das machen wir halt auf gar keinen Fall. Sie dienen der Gewerkschaft, oder? Sind die Gewerkschaftler nicht weiß? Don't be vulgar. White or not has got little to do with this. The race enigma runs much deeper than that. Sein Blick wandert zum Hafen. Anscheinend langweilst du ihn. There must be some friction there. He's keeping it well hidden, however. Ja, aber trotzdem dienen sie der Gewerkschaft, ja. Wie vereinbaren sie das mit ihrer Weltanschauung?
Dann reden Sie sich das ruhig weiter ein. Dann entschuldige ich mich. Das verschafft mir ein viel besseres Verständnis. Ein tiefgründigeres. Ich weiß nicht, ist es das erste? Irgendwo ist ja der Reibungspunkt, aber ich weiß noch nicht wo. Mr. Clare is a man of vision and means. He has the will to confront polycultural capital. Something your race, naivistic communists, never did. Also, to serve is noble. It takes discipline. Your petulant individualism has only contributed to your race failure. It is lax and moronic. Ich bin kein Kommunist. Kommunismus ist ziemlich cool. Ich stehe auf Individualismus. Ich stehe auf eine geheimnisvolle vierte Sache. Jam. Individualism. You have gotten these ideas from degenerate youth culture, have you not? You have picked them up from rock and roll songs? Eigentlich hat mich Disco darauf gebracht. Das stimmt, ich bin ein Rock'n'Roll-Star und ein Rebell. Gott, auf gar keinen Fall. Die Jugendkultur hat keinen Einfluss auf mein Denken. Ich nehme mal das erste. Offshoots of the Seminoles people invented disco while having sex under the influence of cocaine. It is a shame upon my race. But what is done is done. I am not surprised you enjoy it so much. This has happened to many of the side products of the inevitable cultural victory of the Seminoles race. Okay, jetzt frage ich, wer sind die Seminesen? Ich weiß eigentlich nicht, wer die Seminesen sind. Ich habe vor kurzem einen Kopftrauma erlitten. Anders sagen wir ihm, glaube ich, nicht. Wunderbar, ich muss jetzt in den Hafen, wegen einer Polizeiangelegenheit. Wunderbar, dann sind wir jetzt mit diesem Thema durch. Und ich frage ihn, wer die Seminesen sind. The South Island race, Haplogroup A4A. We are the rightful masters of the Insulindian archipelago. We descend from the Areopagites of ancient Pericarnassus and arrived here 4,000 years ago. Millennia before you. We are the future. That is all you need to know. Also sind Sie auf einer der Inseln geboren und aufgewachsen und erst dann nach Revachol gezogen? I am a descendant. The narrow streets of Ulimbuir are with me in my genetic dreams. I see young Seminoles women walk into the grey mass on Ile de Fantôme, waiting on immaculate conception from the pale. Also kommen Sie eigentlich nicht von den Inseln? No. I have heard about it on the radio. Also sind Sie eigentlich gar kein Seminese, sondern stammen bloß aus Revachol. I'm from Couronne. And no, it is not just in Revachol. The city is central to the Simony strategy. Spreading through its trade networks, our culture will dominate the world. Natürlich. You have heard enough about our phylogenetic secrets for today. You have extinction to come to terms with, and never getting into the harbor. Kim, was halten Sie von dieser Sache? I think this racist is better than the last, but the next racist will be the really good one. Oh, Kim ist einfach Gold. That will be the... Ja, der wird unser Glücksrassist. Woher wissen Sie, dass es einen nächsten Rassisten geben wird? Ehrlich gesagt mochte ich den letzten Rassisten lieber. Es ist alles großartig, aber ich gehe mit dem ersten. He will grant us 3 wishes. Your pedomorphic friend has quick wits.
a protruding occiput and an indented zygomatic bone. The lieutenant does not flinch. You should keep him close. The congenital defect of farsightedness does not render him a complete invalid. He still has the use of his mind. Und was bedeuten Ihre Tätowierungen? Rassists are generally not very good examples of their race. Er zeigt auf den Lastwagenfahrer, der unten auf der Straße steht. I am not like them. I am craniometric perfection. I have taken the trouble to permanently draw a phrenologic grid on my skull and features. This should dispel any doubt. Sind Sie sicher, dass ich Ihnen nicht kraniometrisch überlegen bin? Sie haben recht, das ist kraniometrische Perfektion. Mein Volk hat keine Chance. Wir könnten auch nichts sagen. Ist alles interesting irgendwie. Also Schweigen weiß ich nicht, aber es... Vielleicht könnten wir ihn auch noch ein bisschen aus der Reserve locken, wenn wir ihm jetzt einfach mal zustimmen. Ich weiß es nicht. Und vielleicht ist das aber auch einfach sehr ironisch gemeint. Na, probieren wir es aus. Sie haben recht, mein Volk hat keine Chance. Correct. Okay, das war irgendwie zu erwarten. Wir schließen uns auf gar keinen Fall seiner fortgeschrittenen Rassentheorie an. Auch wenn wir damit vielleicht reinkämen, aber er hält uns ja trotzdem für minderwertig. Werden wir nicht. Also selbst wenn wir uns der Theorie anschließen, hält er uns hier immer noch für minderwertig. Das ist halt so, Und das wird halt mit Sicherheit failen. Und selbst wenn nicht, aber will ich ihn da einfach stehen lassen? Vorerst ja, vielleicht. Erstmal gucken, was hier noch so geht. Ja, vor allem... Was ist da drüben eigentlich los? Das sehe ich von hier nicht, okay. Hat er was Neues am Start? Hello, Wandering Man. How can I help you? Die Sache mit Schädelmesser ist nicht so gut gelaufen. Können Sie mir irgendwie dabei helfen? Sorry. Busy surveying the situation. I'm sure you'll figure something out. You guys have all sorts of gadgets these days. Wiretapping, telescopic batons, futuristic circuit bending to infiltrate harbor machinery. Maybe you could even knock that Kowalson crane over using some remote controls. Or calling in tactical air support. You guys have air support, right? Du drehst dich zu Kim. Moment. Wir können Luftunterstützung anfordern? Wieso haben Sie mir das nicht erzählt? Ich bin ziemlich sicher, dass wir das nicht können. Jedenfalls können wir nicht auf alles zugreifen, was Sie aufgezählt haben. I get it. Hush hush about the secret technology. Alright, I may have some advice for you on how to deal with Jean-Luc there, out of solidarity to the RCM. It's low in technology, however. First, don't fight him, obviously. Second, get him to share his theory by being subordinate. Admit your lack of expertise. Basically grovel. That's how I do it. You're welcome. Okay, also müssen wir ihm doch zustimmen. Maybe that would work. We'll have to see. Ich wollte es ja eigentlich vermeiden, aber so for the greater goodness. Your race descent has only worsened since I last saw you. You have really let yourself go. Na, guck mal, jetzt haben wir sogar ein +1 noch durch den Hinweis. Ask what kind of races there are first. Classification is core to this stuff. Schädelmesser, dies ist eine neue Welt für mich. Helfen Sie mir, Ihre rassistische Zusammensetzung zu verstehen. Ich muss wissen, welche verschiedenen Rassen es gibt. Do you?
Müssen sie das? Der Lieutenant sieht dich an. Du flüsterst, ich tue das für die Sache. The lieutenant looks toward the harbor's electronic door, and then to you. He lets out an audible sigh. You are obviously a liberal, Sailmate. A polyculturalist. I can see it from your love of microtechnology and your sartorial choices. Do not deny your friend the truth you have denied yourself. There are 3 categories of race. Type A, the heroic races. Type B, the servile races. And the vile CF race cauldron of pederasty. Which one do you need education on? Erzählen Sie mir was zu Typ A. Those are the Simonese, the Areopagite, and the Occidentals, excluding the Maun, of course. The Maun are riddled with eczema to the point where they find it impossible to smile. They are all lactose intolerant, a common result of inbreeding. Ja, natürlich. Das ist vollkommen klar. A receding genetic pool has led the Maun on reprehensible street parades in Maun cities like Stadskanal and Vredefort, wearing wooden clogs on their feet and little green tassels on their hats. Moment, wer genau sind die Mounts? You know them by the names of their nation states. The Oranese, the Gotwaldians, and the Königsteiners. My people simply call them Maun. Mahun is a derogative term for first world people of Gotwaldian descent. They do not all have eczema. Also, people of Katla, like the Suru and the Huhu, are much more lactose intolerant. Aber was ist mit den Holzschuhen? In some municipalities of Oranje, people do wear shoes made of wood to street parades. Green, orange, and even yellow tassels have also been seen on hats. The Maun are proof that you can have too much Occidental racial purity and tassel-centric culture. Inbreeding has led to a lactose-intolerant subrace whom no one can take seriously. Okay, die Niederländer sind also eine laktoseintolerante Unterrasse, alles klar. Also in seiner Weltanschauung. Gut, ich verstehe. Welche Völker gehören dann in Ihren Augen zum Typ A? The Vespertines and Messenians of Vesper and Messina, the ancient Meteorans of Meteo by the Golden Pisantic Sea, the Suren of Sur-la-Clé, and even the North Königsteiners, all have Type A race propensities. The other large mondial civilization, the Mesk, are too yellow and oleaginous to count as a heroic race. True, they are violent and expansionist, but they have a glandular problem. Er fährt sich mit einem Finger übers Gesicht. Overproduction of sebum. Sebum is leaking into their brains, making them listen to El Mariachi music and eat toxic minced meat-based food, which in turn only produces more sebum. Okay, die Mexikaner sind also auch raus. Bedauerlich. Und wo stehen in diesem System die Seminesen und die Areopagiten? As proven by the Maun and the Mesk, Occidental Type A is in retrograde. The Seminese and the Areopagite are on the ascent. Und die Seminesen sind... The indigenous people of this, the Insulindian archipelago. The Simonese inhabit the southern islands. I am Simonese, from the stock of Ulmuir on Ile de Fantôme.
Und die Areopagiten? The Areopagites are the master race of the Ilmaran deserts. The Simonese are descendants of the Areopagites. We came here during a heroic migration from Ilmara to Ansuland. Thousands of years before the lactose-intolerant Maun Occidentals discovered this place. Okay, und was ist jetzt der Unterschied zwischen den Simonesen und den Areopagiten? The Areopagites are sleek, long-headed. The Simonese are powerful, mesomorphic. The former is an immutable progenitor, unchanged since the Super Isola of Pericarnassus. Ancient brains rest in their slender skulls. Er verstummt, sinnt über die Schönheit und das Geheimnisvolle nach. The latter is perfected and adapting. Together they form the Simeno-Areopagite or Simeopagite superrace. That is all. There are no more Type A races in the world. Natürlich. Nature was not capable of more. Erzählen Sie mir etwas zu Typ B. Type B are the unheroic races, amorphous non-competitors of the great race. The Koikos and the Vacholiers, they are mud-colored people. Schlammfarbene Menschen? To an untrained eye, the Koiko appear white and pinkish, like a ham sandwich. But look into their eyes and you will see. They are of an indistinct muddy color, and so is their skin. Unhealthy, sweaty, and ashen. Pinkness is a racial quality that has to be earned through centuries of advanced ballistic warfare and cultural domination that the Grad people have undergone for drinking alcohol and smoking the degenerate tobacco and for eating potato. The Koiko, the countless micronationalities of Grad, are all inexplicably obsessed with potat. The only thing they like more is dividing into microscopic ethnostates, like political amoeba. Und was ist mit den Vakulias, die Sie erwähnt haben? Wie auch immer sie ausgesprochen werden. Es fällt mir ein bisschen hart, bei der Sache zu bleiben, weil er einfach so einen unfassbaren Bullshit redet, ne? Aber nun gut. The Vacholians, halfway between Type A and the racial Cauldron. Two mixed to know right from wrong. You tried your degenerate little revolution, which was the single greatest failure committed by humans in our 82,000-year history on this planet. Ich möchte an der Stelle trotzdem Props an die Writer geben, dass sie sich einfach die Mühe gemacht haben und den Charakter, also den Schädelmesser hieß er genau, dass sie ihn halt so ausgearbeitet haben mit der ganzen Theorie. Also da muss sich ja auch jemand hinsetzen und sagen, okay, wir nehmen uns die Zeit und machen den Charakter nicht zu so einem oberflächlichen Dreisatz-Rassisten, sondern wir basteln da halt richtig was hinter. Also der Typ ist trotzdem ein Arsch, keine Frage, aber ich habe Respekt vor dem Writing. Is it 82,000 years that we've been recording history? You have very little idea of what is happening, but that seems a little off. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Geschichte noch nicht so lange dauert. Ich habe von dieser Revolution gehört. Es wurden Fehler gemacht, aber der Ansatz war richtig. Sie irren sich, was das Thema angeht. Diese Revolution wurde von degenerierten linken Marodeuren verbrochen, nicht von allen Revancholern. Verschwinde der dämlichen politischen Gedanken. Was war mit dieser Revolution? Okay. Tja, sprechen wir ihn jetzt direkt darauf an.
Ja, versuchen wir es. The mysteries of the people of this planet are a tragedy that has played out countless times over, like a fever dream of skin, hair, and bone. Wake up, naive Chespius. Okay, das hat uns nicht weitergebracht. Dann sagen wir, die Revolution wurde von degenerierten linken Marodeuren verbrochen. The revolution came to Ravachol from Grad, in Zarath-ridden potato carts. It is literally an illness, a prion disease that leaves the parietal and frontal lobe ridden with holes. A soft, sponge-like mass of dementia, hallucination, and paranoia. The revolution is fatal familial insomnia, a hereditary prion condition passed from the Koiko to the Occidentals. But not sexually. Probably through trade roots and potate acid, the prime component of the potato plant. Enough of type mediocrity. Bitte erzählen Sie mir etwas über den abscheulichen, päderastischen Schmelztiegel der Rassen C bis F. Types F are a museum of failed chimeric experiments and tragic maladaptations. They are tortured creatures waiting to be put to sleep. Your morbid interest in them worries me. Chimärenexperimente? Lesser races like the mosquito, a grotesque mixture of a masked woman and a Seminese man. Only possible if the mother is masked and the father Seminese. The other way around, they fail to produce offspring. The mosquito is born sterile, like a donkey. All they have left is to ride customized motor carriages with hydraulic suspension, listening to aggressive El Mariachi music to vent their impotent despair. Gibt es noch mehr zu sagen? Then there is the Simino Koiki Chimera. Are you sure you wish to know of the Simino Koiki Chimera? It is not an aesthetic site. Ich finde es inzwischen lustig. Ich werde auf jeden Fall ja sagen, aber lieber nicht. Ich glaube nicht, dass ich dieser semenokoikoischen Chimäre momentan gewachsen wäre. Ist einfach eine schöne Formulierung. The Koiko, as you know, are very servile, especially when they meet the rich man. Racial scientists have toyed with the idea of crossing the Seminese with the Koiko to produce a super worker of Seminese strength and Grad servility. This will never happen. The Seminese and the Koiko may have similar interbreeding problems as the mosquito. We will never know precisely. No Seminese man could maintain an erection in the suffocating potato stench of a Koiko woman, or Koika. Natürlich. But enough. It is cruel to entertain ourselves with the deformities of Type F. Were there any able-bodied races you needed education on? Wir sind alle Typen durchgegangen. Verstehe ich die fortgeschissene... fortgeschissene... Das trifft's, glaube ich, wirklich. Die fortgeschrittene Rassentheorie nun. You understand nothing. To solve the great race enigma, you have to first ask yourself, what is the race enigma? You have not even worded the mystery, let alone solved it. Lassen Sie mich in den Hafen, wenn es mir gelingt? Wie fasse ich das Geheimnis in Worte? Du nimmst den Auftrag an. Eigentlich habe ich keine Zeit, um mich ausführlich mit diesem Zeug zu befassen. Du lehnst den Auftrag ab. Wir haben halt echt überhaupt keine Zeit. Wir müssten eigentlich längst eine Leiche vom Baum gepflückt haben, aber gut. Ich frage auf jeden Fall nicht das Erste, weil das...
Ich nehme den Auftrag mal an. Also einfach, weil ich nicht weiß, was passiert und wissen möchte, was mir das Spiel so anbietet. You need to internalize what you have heard here today, then return to me. This clarity does not come instantly. Okay, sprechen wir über etwas anderes. I cannot possibly imagine what else we have to discuss, Tibere Vasholian. Your love for disco music and venereal disease? Gehen wir diese abgefahrene Rassenklassifikation noch einmal durch. Wäre ein neuer Punkt, aber ich glaube nicht, dass da was Neues bei rumkommt, oder? Also der bietet mir doch jetzt nur wieder die Optionen an. There is nothing Ja, ja. fun. I cannot possibly. Okay, lassen wir ihn in Ruhe. Gut, wir haben die Aufgabe, was ist das Rassenenigma? Und wir haben hier einen neuen Gedanken. Fortgeschrittene Rassentheorie. Ah, das könnten wir jetzt verinnerlichen und es braucht dann einfach 1:40. -1 Schauspielkunst. Von der Absurdität zum Narren gehalten. Okay, also wir haben dann vorübergehend, während wir das machen, -1 Schauspielkunst. Aber ja, ich würde es gern verinnerlichen. Wir haben ja noch Platz dafür. Und das passiert einfach so jetzt nebenher, während die Zeit verstreicht, ja. Na, gucken wir mal. Dann können wir hier erstmal gehen, glaube ich. Mal gucken, ob wir nochmal mit unserem nicht ganz so favorite Rassisten reden können. Hola, Wandering Man. How can I help you? Naja, alles gut. Ich möchte ihn auch gerade nicht um Geld anbetteln. Ich möchte gehen, ehrlich gesagt. Steuerungstechnisch ein bisschen schwierig ist. Okay. Hast du was Neues zu sagen? Looking for something odd? Schade. Tell me to fuck off again? Ich dachte, wir könnten ihm erzählen, dass es hier einen viel besseren Rassisten gibt als ihn. Aber leider nicht. Gut, wer ist denn die Dame hier eigentlich? Die dem einsamen Trompetensolo lauscht. The RCM in Martinez. What can I help you with? Sie wirken überrascht. We don't see a lot of police around here, that's all. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Of course. What can I help you with? Wer genau sind Sie? Me? I am just a gardener. Oh, cool und schön, Sie kennenzulernen. Nur eine Gärtnerin. Okay, cool. Und was machen Sie hier? I'm working. Woran arbeiten Sie? I have a greenhouse in the yard there. I've been trying to get some work done. There's discomfort. She stops mid-sentence. Aber? Well, as you probably know, there's a corpse hanging from a tree there. It smells pretty bad, so I have to take breaks. Don't worry, miss. We are here to clean it up. You can get to work soon. Thank you. My head is about to explode from all the salts I've had to inhale. Wir brauchen Hilfe bei der Orientierung. Of course. Where to? Wo die Leiche ist, wissen wir. Was befindet sich oben im Norden? There's the pier, the Cape Side apartment buildings, some more tenements. Not a lot, really. Und östlich von hier? The harbor gates, some kind of commotion, I think. I don't follow the local politics. A fleet store, too. Und was ist im Süden? Some shops and a bridge. The canal bridge leads to the coast, but it's broken, I think. Some kind of accident, probably. Was befindet sich auf der anderen Kanalseite? Just coast. There's a little fishing village there, and a fish market. But that got closed down ages ago. Das alte Innsmouth, ich verstehe. Und was befindet sich westlich von hier? It's just water. No, actually, I think they call it the Martinez Inlet. There are some islands in the bay, but they're hard to reach. Und wo bin ich? What do you mean? Ich bin ein wenig orientierungslos. Das hier ist River Scholl, oder?
Yes, sir. District of Martinez. This intersection is called Roundabout North. He knows where we are. He just wants directions. Dem Lieutenant scheint es unangenehm zu sein, dass du solche Orientierungslosigkeit zeigst. Ah, okay, danke, das wäre dann vorerst alles. No problem. Was hat es mit dem Fick die Polizei auf sich? Excuse me? She's uncomfortable. Maybe you should drop this line of questioning. Ja, wenn wir uns sympathisch zeigen wollen, gehen wir nicht weiter drauf ein. Okay, vergessen Sie es. She shifts in her seat awkwardly. Ich muss los. Of course. I won't hold you back. Sie wischt sich mit einem kanariengelben Handschuh über die Stirn. Her gloves. You get the feeling that you need them. You have a dead body to deal with after all. Guter Punkt. Nein, diese Handschuhe sind nicht gerade mein Stil. Ja, doch, wir fragen Sie mal nach den Handschuhen. Eine Sache noch. Kann ich mir Ihre Handschuhe ausleihen? Sure. Keep them. I have another pair. Sie überreicht dir ohne sichtbaren Unmut die Gummihandschuhe. Vielen Dank. Okay, cool. Dann haben wir jetzt gelbe Gartenhandschuhe, die +1 auf Mechanik geben. Käfer AD. Dicke Gartenhandschuhe aus Latex in klassischem Kanariengelb. Vielleicht solltest du in Rente gehen und Hobbygärtner werden. Ist zumindest eine Überlegung wert. Ah, es gibt einen extra Slot für Handschuhe. Oh, das sieht ziemlich furchtbar aus. Das sieht ziemlich furchtbar aus. Let's go. So, das ist der Autowagen von Kim. Was haben wir denn hier noch? Eine gewaltige tektonische Kraft hat das Pflaster geknackt wie eine Eierschale. Ich bin noch nie weiter nach Westen gegangen als dieses Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, was hier kommt. Ein uralter Springbrunnen. Er pumpt kein Wasser mehr. In ihm wächst ein Baum. Da sitzt jemand, den ich noch nicht kenne. Die ich beide noch nicht kenne. Reifenspuren, die aufs Dach führen. Schneematsch und Regen haben sie fast vollständig fortgewaschen. Aufs Dach? Okay, wir könnten mit den beiden wahrscheinlich sprechen. Oh, was geht denn hier? Vielleicht hat ein Seeungeheuer den Platz dazu gerichtet? Der Schaden könnte von einem Erdbeben herrühren. Ich mag die Seeungeheuer-Theorie lieber. Okay, ich will gerade noch nicht mit den beiden sprechen. Ich will mich erstmal ein bisschen umgucken. Was haben wir hier? Es liegen Flaschen darin. Hättest du eine Tüte, könntest du sie einsammeln. Pfandpirat. Da ist noch jemand, mit dem wir reden können. Das kenne ich zum Teil. Den Einband dieses Buches zieren eine Rose, eine Pistole und eine halbnackte Dame. Auf dem Umschlag ist ein von Flammen umgebener, überaus muskulöser Mann abgebildet. Dies ist ein Buch über Pasteten. Dieses Buch, du verstehst nicht so recht, worum es darin geht, und es erscheint dir auch nicht wichtig. Ein Buch über die Kultur der Boyaderos. Es rät zu Freiheit und konnte ich so schnell nicht lesen. Ein Buch über die Zukunft, in der die Regierung mittels Funktechnik die Gedanken der Bürger liest. Natürlich. Crime, Romance and Biographics of Famous People. Okay. Und wer ist? Das scheint ein Erotikbuch zu sein. Die Erotik suchst du allerdings vergebens. Was jetzt genau? Okay. Hello, sir. Step right in. The store is open. Ein kleines Mädchen mit rotem Pausbäckchen winkt dich mit einem Lächeln herbei, die Nase rot von der Kälte. Hi. Are you
interested in a new and exciting book? Was ist das hier überhaupt für ein Laden? It's a bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Whoa, 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 whoa. Hold your horses, little girl. Da kommt unsere Enzyklopädie nicht mit. Schade. Was ist dein Buch? Oh, wow. Fragen wir Sie das jetzt oder besprechen wir mit unserer inneren Enzyklopädie? Was ist ein Brettspiel? Board games are like little games on a table, made to pass the time. There are several different ones, but sailors here mostly buy cards. Und was ist eine Postkarte? A postcard is a small cardboard picture. You can write a few words on the other side and send it to your friend or beloved. She is unfazed by your questions. She would consider it impolite to point out any perceived weirdness. Und was ist ein Buch? That is a book. They have stories inside them. It's like someone told you a story in a really long letter. Interessant, danke. My pleasure. Anything else you'd like to know? Okay, 5 Willenskraft. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. Wie heißt du? My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organizing the stock. Das Mädchen starrt das Fenster an, reißt dann aber plötzlich mit einem Ruck die Augen auf, als erinnere sie sich an etwas. Feel free to step in and browse our wares. Und du stehst hier draußen in der Kälte, weil? I'm signaling that the store is open. Otherwise people might not know. They'd miss out on the crime, romance and biographies of famous people. A sudden gush of wind turns the pages of the books on the counters. She covers her face, smiling. But she's cold. Dir ist kalt. Kann ich etwas für dich tun? Vielleicht sollte ich ein Wörtchen mit der Ladenbesitzerin wechseln. Du bist wirklich ein toughes Mädel. Weißt sogar schon harte Arbeit zu schätzen. Du tätschelst dir den Kopf. Na, würde ich glaube ich nicht machen. Also das Kompliment ja, aber ja, ich weiß nicht, ob ich ihr den Kopf tätscheln würde. Ich könnte helfen, indem ich rücksichtslos den freien Markt auflöse. Ja, nee, weiß ich nicht. Ich weiß, wir sind halt total versoffen, aber sind wir trotzdem empathisch? Wir fragen mal, ob wir etwas für sie tun können. Kind of you to offer, sir. Sie weiß nicht so recht, was sie darauf sagen soll. What could you do to help her anyway? Vielleicht sollte ich ein Wörtchen mit der Ladenbesitzerin wechseln. Oh no, sir. I'm happy to help Mum by luring in customers. Besides, I have some hot juice in my vacuum bottle to keep warm. Solltest du nicht eigentlich in der Schule sein oder so? I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. Ist Schule nicht wichtiger als das hier? Schule ist doof. Du kannst von Glück reden, dass du nicht dort bist. Was ist überhaupt eine Schule? Ich glaube, wenn wir sagen, Schule ist doof, also es ist halt alles irgendwie meh. Wir sagen, Schule ist doof. Sie kann von Glück reden, dass sie nicht da ist. Dann wird sie sagen, sie wäre halt gern in der Schule, aber sie muss das hier machen, weil der Laden halt Geld verdienen muss, weil sie sonst nichts zu essen haben. Wäre so mein Guess zumindest. Und wenn wir sagen, hey, ist Schule nicht wichtiger, sagt sie, ja, eigentlich schon, aber wir müssen halt Geld verdienen. Also ich kenne das Gespräch tatsächlich nicht. Von daher sind das gerade alles nur Vermutungen. Was ist überhaupt eine Schule? Ich meine, nachdem wir sie jetzt nach Büchern und Postkarten gefragt haben, könnten wir das auch fragen, aber ich nehme mal das Erste. Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Und wie laufen die Geschäfte? Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Behind her, the window has been boarded up. You sense the boards creaking, twisting for a second, and some kind of doubt in her tense shoulders.
Verflucht? Wie meinst du das? Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go... Die gehen bankrott? In Arsch! Oder sagen wir nichts? Nein, wir helfen immer mit Bankrott aus. Exactly. But we've been doing fine so far. Das hört sich ziemlich ernst an. Ich sollte mir das wohl besser genauer ansehen. Du kneifst deine Augen zusammen und spähst durch die knarrenden Bretter vor dem Fenster. Oder glauben wir? Wir glauben nicht an Flüche, oder? They shouldn't be, but they seem real. Anyhow, they say that these grounds are doomed for businesses. Das sind die üblichen Mechanismen des Kaufens und Verkaufens, mein Kind. Die meisten Leute haben dabei keinen Erfolg. Als können wir uns an irgendetwas erinnern, um das zu sagen. Nein, wir wissen den Scheiß. Es ist nicht verflucht, aber deine Mutter sollte aus ihren Fehlern lernen. Sagt der Richtige. Of course, sir. Sie weiß nicht, was sie noch dazu sagen soll. Was hat es mit diesen Krimis auf sich? Crime fiction is about murders or burglaries or things like that. And the work of a policeman or a private detective who's trying to solve a crime and catch the criminals. Ja, aber was bedeutet das Kriminal in Kriminalromanen? Warum sollte man über Kriminalität etwas lesen wollen? Okay, kapiert. Auf Morde in Kriminalromanen fahren die Leute ab. Ich nehme mal das erste. Ist nicht weiter schlimm. Crime is what we were solving before this conversation began. Okay, und warum sollte man über Kriminalität etwas lesen wollen? It's exciting to people, I guess. They get to imagine dangerous things. And it's kind of like a puzzle, where you can guess who the criminal is, or how the good guys are going to catch him. Ich bin übrigens selbst ein Polizist. You don't look much like a policeman. Sie mustert dich, als würde sie nach etwas suchen, das darauf schließen lässt, dass du Polizist bist. Naja, wie sieht ein Polizist denn aus? Didn't mean to offend, sir. Sorry, sir. It's just that you don't look like Dick Mullen. Sie zeigt auf ein Einband, auf dem du einen Bilderbuch-Officer aus Vesper siehst. Er steht mit grimmiger Miene über der Leiche einer Frau. Na, früher war ich genau wie dieser Mann. Dann habe ich mich entschieden, ein bisschen zu leben. Weißt du, niemand sieht wirklich wie der Typ auf dem Bild aus. Das ist nur eine dämliche Fantasie von einem Mann. Na, so oder so. Der Körper ist bei der Polizeiarbeit nicht entscheidend, sondern vielmehr, du deutest auf deinen Kopf. Meine Güte, schau sich mal einer diesen Typen an. Ich werde nie so gut wie Malen sein. Don't say that. He's not even real. You're real. Eine Fälschung stellt mich in den Schatten? Das ist hart. Cheer up, sir. It's much easier being a fictional character. He doesn't have to deal with real things. Maybe you can show me some real deductive police work, sir. Like in the books. Ihr Lächeln ist warm und aufmunternd. Ganz im Gegenteil zum großspuchigen Bild von Dick Mullen. Wir könnten etwas schlussfolgern und wir haben insgesamt eine +2 Chance, weil wir erkannt haben, dass ihr kalt ist und weil sie Angst vor dem Fluch hat. Wirklich gut ist es trotzdem nicht. Aber wir versuchen's. You failed to deduce anything substantial. Shit. She waits intently. Da ich ein Detective bin, schlussfolgere ich, dass du ein Mädchen bist. Dass du sehr klein bist. Oder, es tut mir leid. Ich kann nichts schlussfolgern. Ich nehme mal das erste. Das kann man vielleicht noch so scherzhaft sagen. Weiß ich nicht. Come on, anyone would notice that. Okay. Was sind Liebesromane? It's
the type of book where there's a rich lady and she has to choose between the good man and the bad man. Bei dem Gedanken muss sie lächeln. Vielleicht stellt sie sich gerade vor, wie sie selbst in dieser Situation Or there steckt. could be a story about a poor lady getting a rich man. It's about man and lady business, sir. Wie wäre es mit einem armen Mann, der mit einer reichen Dame zusammenkommt? Das ist, wenn beide Männer gemeint sind. Das ist, wenn alle arm sind. Ich glaube, das können wir wahrscheinlich alles fragen, oder? Wir gehen das mal der Reihe nach durch. Wie wäre es, wenn... wie wäre es mit einem armen Mann, der mit einer reichen Dame zusammenkommt? But usually the guy gets rich in the process. Or should actually be rich himself, but has lost his family property unjustly, like during the revolution or something. Aha. Those are unhappy books, for most of the pages. People sad about what they have lost, but then it all turns out just fine in the end. Und was ist, wenn beide Männer gemeint sind? These are not very common. You can't have a choice between bad and bad. Nobody wants to read a story like that. Und wenn sie wirklich gut geschrieben ist? Well, maybe then it's fine. Maybe if the lady then decides not to pick either, because she doesn't need a bad man. Yes, that would be interesting. Was ist, wenn alle arm sind? That's really not a proper romance story. That's more like everyday life. Stimmt schon, arme Leute sind langweilig. Hart. Manchmal muss man Geschichten aus dem wahren Leben schreiben. Ja, ich will sie nicht dissen. Not in romance books, sir. These are about nice and pretty people, and everyone is happy in the end. Wie wäre es mit einem Buch, bei dem die Beziehung zwischen Mann und Frau überhaupt nicht funktioniert? I haven't read many of those. Maybe you should ask Mum. Ja. Glaubst du, dass sie eines über eine fürchterlich schmerzhafte Trennung hat? Oder sagen wir vielleicht, fragen wir eher deine Mama. I'm sure she can help out. Anything else you're curious about? Ich will's jetzt... I haven't read... I don't think it's a romance story if the main characters break up, though. Doch, denk mal drüber nach. Sie stürzen in eine sengende Spirale des Schmerzes und der Schuldzuweisung, die sich ewig in die Länge zieht. Fürs Leben gezeichnet. Wie eine Phantomgliedmaße. Was zur Hölle, Alter? Nein, das sagen wir nicht. Sometimes they break up for a little while, but then they always get back together. Ich habe genug von Liebesromanen. Ich hatte noch andere Fragen. Maybe some about other books? Wer sind diese Berühmtheiten? Oh, kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. There's usually something extraordinary about them. Sie kratzt sich an ihrer kälteroten Wange und fährt dann fort. I think that's why people read them, to find the secrets of their fame. Seems like most people who read those books fail to get more famous from reading them. Sie zu lesen macht die Leser nicht berühmter, oder? But it does make the famous people more famous. Sie lächelt fröhlich. Berühmt zu sein hört sich ausgezeichnet an. Vielleicht schreibt jemand eines Tages ein Buch über mich. Why would they do that, sir? Weil ich ein Superstar-Bulle sein werde. Die Presse wird sich auf mich stürzen. Dann werden sie schon sehen. Warum eigentlich? Ich bin nur ein alter, müder Bulle. Bin ich überhaupt zu irgendetwas gut? Wir nehmen das erste. That's so cool. Maybe they'll make you a book cover picture and everything. Standing over a dead body, holding a gun. Okay. Wir haben nochmal +1 bekommen und haben jetzt eine höhere Chance, etwas zu schlussfolgern. Dann probieren wir es nochmal. You failed No. to deduce anything substantial. Come on. She waits intently. Es tut mir leid. Ich kann nicht schlussfolgern. It's okay, sir. Leichte Enttäuschung überkommt sie, aber sie findet sich sofort damit ab. You disappointed a small child. Well done, champ. Verlieren wir Moral für. Shit. Okay. Okay, tschüss. Man sieht sich ja nett. Damn. Ich
ich kannte halt einen kleinen Teil von dem Gespräch und hatte eigentlich gehofft, dass wir eine Situation bekommen oder halt eine Sache mit Kim, aber wohl nicht. Was auch immer wir gerade genommen haben, wir haben einen Punkt Moral zurückbekommen. Was ist das hier eigentlich? Richtung Cape Side Apartments, Bootsanleger von Martinez. Richtung Kreisverkehr Nord. In der Anzeige steht: Fenster kaputt, Tipps schafft Abhilfe. Nun. Hättest du eine Tüte in der Hand, könntest du diese Flaschen vielleicht einsammeln und verkaufen. Vielleicht. Wie wir halt einfach alles machen, außer die Leiche da runterzunehmen, ne? Hat Kim was zu sagen eigentlich? Yes? Nein. Ach krass, wie weit es hier noch weitergeht. Ein einsamer Kormoran blickt aufs Meer. Bei deiner Annäherung bleibt er völlig ungerührt. Okay, hier war ich definitiv noch nie. Ich war schon hinten im Garten bei der Leiche und weiß, was da noch auf uns wartet. Deswegen vielleicht versuche ich das einfach gerade hinauszuzögern. Aber vielleicht sollten wir uns wirklich auch erstmal um die Leiche kümmern. Der Rumpf dieses Bootes strahlt, als sei er vor kurzem neu gestrichen worden. Nein. Nein, tut er nicht. Cape Side Apartments. Rue de Saint-Ghislaine, ich habe keine Ahnung. Drin siehst du ein zerlegtes Motorrad samt Werkzeug. Okay. Die scheint nicht sehr sympathisch zu sein. Da oben ist eine junge Frau. Hat sie Farbe verschüttet? Wir könnten da wahrscheinlich hochgehen. Anscheinend standen hier weitere Bauten. Damals, vor Jahrzehnten. Ich will mich erstmal nur ein bisschen umgucken. Anleger für die Anwohner der Rue de Saint-Ghislaine. Die sich niemand so ausspricht. Hier ist noch jemand, mit dem wir reden können, okay. Dein Zimmer im Whirling ist nicht viel größer als diese Schaluppe. Dieses Schiff ist mehr wert, als du in deinem gesamten Leben verdienen wirst. Oh, Rich People. Der könnte uns A, vielleicht die Welt erklären und B, vielleicht Geld geben. Behalten wir mal im Hinterkopf. Wie sieht's denn eigentlich? Okay. Ist ein bisschen was passiert. Oh, ich wusste nicht, dass wir hier hin können. Interessant. Da hängt auf jeden Fall die Leiche. Ich war bislang nur in dem Teil. Ich wusste nicht, dass wir direkt zu dem Charakter hier hinkommen. Ein Gartenschlauch. Mit dem ist nichts anzufangen, bis der Schnee schmilzt. Da oben ist noch jemand. Ein Balkon mit Blick auf den Hinterhof. Und auf den Lynchmord. Wissen wir, dass es ein Lynchmord war? Ah, gut, sie haben die Leiche aufgehängt. Es muss ein Lynchmord gewesen sein, nun. Stühle und Tische, an denen Regen und Verfall ihre Spuren hinterlassen haben. Es ist bloß eine geschlossene Tür, aber du betrachtest sie misstrauisch. Schön. Könnten sie vielleicht aufmachen? Diese Fässer sind halb voll mit Regenwasser. Jemand versucht in diesem Gewächshaus Kräuter anzubauen. Kommen wir da rein? Nee. Okay, ich glaube... Oh, hier passiert noch was. Der Raucher dort oben könnte ein Zeuge sein. Sprich mit ihm. Außerdem könnte er Zigaretten für uns haben.
Ja, vielleicht will ich erstmal zur Leiche. Oh, was geht denn hier? Was haben wir denn hier? Orangene Pennermütze. -1 Rhetorik, +1 Reaktionsvermögen. Oh, und ein Heildingsi. Cool, nehmen wir. Ich will was zur Mütze wissen. Ein hibbeliges Gefühl. Pennerhirn. Eine orangene Beanie-Mütze mit einigen verdammt großen Löchern an der Seite. Es sieht so aus, als wäre sie bei einem Raubüberfall als Maske verwendet worden. Okay, wir sehen echt scheiße aus damit. Lass sie mal nicht tragen. Ich würde sagen, wir machen hier mal wieder einen kleinen Cut. Sehen uns in der nächsten Folge wieder und kümmern uns dann vielleicht endlich mal um die Leiche. Oder versuchen es zumindest. Ja, wir speichern auch schon wieder automatisch. Ich hatte übrigens die Leiche noch nicht vom Baum. So viel kann ich sagen. Ich habe halt nur... also was ich jetzt vom Spiel noch kenne, ist... Ich habe mit den beiden Charakteren noch geredet. Das kenne ich. Ich wusste, wie gesagt, nicht, dass man von hinten an den Charakter rankommt. Aber ja. Das ist jetzt noch so der kleine Part vom Spiel, den ich kenne. Und dann schauen wir mal. Gibt's den Pisser Kuno? Ja, Mann. Das Kind wirft Steine auf die Leiche übrigens. Boah, und ich hasse die Kinder sehr. Also nicht grundlegend, aber die beiden finde ich richtig anstrengend. Vielleicht habe ich das deswegen bislang vor mir hergeschoben. Aber erstmal vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.